Mensch, ist euch auch so warm. Oh, Wahnsinn. Ich habe jetzt überhaupt keine Lust auf irgendwas Heißes aus dem Topf oder irgendwas Fleisch oder so. Kennt ihr das? Weil bei dem Wetter braucht man was Erfrischendes, was Kühles. Ja, und da wollte ich euch gern was zeigen. Nämlich mein Lieblingsrezept oder Gericht, was ich früher schon als Kind geliebt habe. Die Mama hat es immer gemacht. Die Kaltschale, die Kirschsuppe mit Klieben, Eierklieben oder Klütern oder wie man auch dazu sagt. Das sind ja auf jeden Fall so kleine Klößchen aus Mehl und Ei. Und das kann man sich schon in Mengen vorbereiten, wenn der Sommer kommt. Denn das kommt einfach in den Kühlschrank in eine große Schüssel und dann kann man immer wieder raus essen. Und das ist echt oberlecker. Und es gibt ja auch schon Kirschen. Und die kann man natürlich auch frisch verwenden, aufkochen und so weiter. Aber wir haben ja wieder überhaupt keine Zeit. Darum nehmen wir uns einfach so ein paar Gläser Kirschen. Das geht auch. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Mineralwasser, denn dadurch wird der Teig ein bisschen fluffig. Und ein bisschen Salz, ein Teelöffelchen Zucker, ein bisschen Mehl, 2 Eier und wie gesagt 2 Gläser Kirschen. Und da brauche ich jetzt dann erst einmal mein Sieb. Das Sieb kommt jetzt hier auf den Topf, dann mache ich die Gläsel auf, klar, weil sonst kommen die Kirschen nicht raus. Ne? Und dann lassen wir die Kirschen abtropfen. Dann nehme ich nur den Saft zum Kochen, weil sonst zerkochen nämlich die Kirschen so. Die 2 Gläser sind drin. Jetzt hänge ich mir dann das mal hier so über das Schüsselchen, da kommt noch ein bisschen Saft dann raus. So, und jetzt müssen wir uns den Teig vorbereiten. Dazu brauche ich jetzt wieder ein Gefäß. Moment, dann nehme ich das heute und mein Rührer. Jetzt brauche ich jetzt keine Küchenmaschine, das könnt ihr auch mit der Gabel machen. Aber mit dem Rührgerät wird es dann einmal ein bisschen cremiger. So, schaut mal hier, wie schön der Teig jetzt sich zieht. Den kann man dann so richtig schön ploppen lassen in die Suppe da, in das Kirschwasser. Was ist denn hier eigentlich heute so dunkel? Ach, Mensch, ich habe mein Licht da hinten gar nicht an. Heute kochen wir im finsteren Eck. Und jetzt habe ich auf jeden Fall hier das Kirschwasser schon mal ein bisschen erhitzt. Und hier in der Schüssel hat sich auch noch ein bisschen was von dem guten Kirschwasser gesammelt. Das geben wir jetzt noch mit in den Topf rein. Und dann koche ich jetzt dann das ein bisschen auf. Und dann kommen die Eierklieben rein. Und zwar brauche ich dafür 2 Löffel. Und dann steche ich immer so Nockel aus. Und die lasse ich dann 10 Minuten da drin köcheln. Und mache die wirklich nicht zu groß, diese kleinen Nockel. Weil die werden ungefähr doppelt so groß. Die ploppen noch so richtig schön auf. Das dauert immer ein bisschen, wenn man schon länger nicht mehr gemacht hat, bis man den Dreh wieder raus hat, hier mit den 2 Löffeln die Nockel zu machen. Ich habe das früher schon öfters gemacht auch und war da immer sehr begeistert, wenn ich mithelfen konnte, die Kirschsuppe zu machen. Bei mir waren ja auch im Garten immer, ich erzähle euch immer von meinem Garten, ne? Aber ich war als Kind immer viel in Ferien mit meinen Eltern im Garten und da gab es natürlich solche leckeren Sachen immer. Und wir hatten einen riesengroßen Kirschbaum und da haben wir natürlich dann auch die Kirschen gepflückt und gekocht und dann gab es so richtig feine Kirschsuppe. Und jetzt langsam fangen die schon an, auch hochzukommen. Schaut halt ein bisschen, dass das Kirschwasser nicht so sehr kocht, nur so ein bisschen leicht sprudeln lassen, so 10 Minuten, dann sind die durch. Und dann muss man es natürlich abkühlen lassen, im Kühlschrank stellen, einfach schön, erstmal natürlich nicht heiß in den Kühlschrank stellen, gell? Das macht man nicht, sondern erstmal hier so abkühlen lassen. Und dann in den Kühlschrank, weil es soll ja auch eine Kaltschale sein. Und dann kann man es abfüllen und servieren. Ach, da freue ich mich jetzt schon drauf. Weil jetzt ist er auch voll, jetzt mache ich nicht mehr rein. Aber der Teig, naja, der Teig langt genau. Also ich habe jetzt hier auch 200 Gramm Mehl gehabt. Das reicht, wie ihr seht, genau auch für so 2 Gläser Kirschen aus. Mehr sollte man auch gar nicht reinmachen. Und mit dem Mineralwasser müsst ihr halt ein bisschen variieren, bis der Teig sich so zieht. Da braucht man ein bisschen Gefühl. Herrlich, das ist echt was Leckeres.
voilà, fertig ist unsere leckere Kirschsuppe mit Klütern oder Eierklieben oder wie man es halt auch nennen mag. Super lecker, Kaltschale. Und es war ja in den 70er, 80ern, war das ja echter Knüller, war total beliebt. Das muss ich ja wissen, weil in den 80ern war ich ja schließlich klein. Ja, aber ich habe letztens ein Video gesehen, ich glaube, das war auf Promiflash oder so, da gibt es jetzt eine Browery für die Frauen. Und zwar tun die Augenbrauen so buschig machen wie in den 80ern. Die Frauen sehen jetzt alle wieder aus wie in den 80ern, es kommt alles wieder zurück. Ja, und dann machen wir halt mit der Eierschalen, nicht mit der Kaltschalensuppe und die ist oberlecker. Und der Alois, bei dir wollte ich mich noch bedanken. Du hast in mein Hochzeitsvideo, beziehungsweise in das Video mit den Eiweißfladen reingeschrieben, dass an jeder Frau ein Stück Hefe klebt, beziehungsweise ist. Und ich bin im Moment, glaube ich, ein ganzes Stück Hefe. Aber egal. Oh, das wird ja auch mal schneller. Das sind die Videos, die ich euch noch zeigen wollte. Die werden euch bestimmt auch interessieren. Schaut halt mal rein. Und ich genieße jetzt meine Glühweinsuppe. Macht's gut, wir sehen uns die Tage. Ciao, ciao.